Stellen Sie sich vor, das gefährlichste Signal einer Finanzkrise ist kein lauter Knall, kein Börsencrash, keine Sirene, kein Breaking News Banner, sondern ein leises Klingeln. Ein einzelnes Telefonat, das nie öffentlich wird, ein Anruf, über den kein Pressesprecher je sprechen wird. Und genau solche unsichtbaren Momente markieren historisch den Anfang der größten systemischen Brüche. Heute Morgen, kurz nach 9 Uhr, soll genau so ein Anruf in der Zentrale von JP Morgan Chase eingegangen sein. Kein symbolischer Moment, keine Bühne, nur eine nüchterne operative Realität. Und was danach nicht geschah, ist womöglich gefährlicher als jede offizielle Bestätigung. Am anderen Ende der Leitung soll sich ein Vertreter der CME Group gemeldet haben. Kein Gespräch über Strategien, keine Beratung, keine Verhandlung. Es ging um einen Margin Call. Eine Forderung in Höhe von rund 4 Milliarden US-Dollar, ausgelöst durch massiv unter Druck geratene Short-Positionen im Silbermarkt. Normalerweise ist so etwas Routine, ein standardisierter Ablauf in der Infrastruktur der globalen Derivatemärkte. Doch diesmal soll etwas Entscheidendes anders gewesen sein. Denn nach übereinstimmenden Berichten aus dem Umfeld mehrerer Marktteilnehmer blieb die Überweisung aus. Minuten vergingen, dann eine halbe Stunde. Schließlich deutlich länger als das Zeitfenster, das in solchen Situationen vorgesehen ist. Gegen 11 Uhr begann sich an den Märkten ein Gerücht zu verbreiten, das normalerweise sofort im Keim erstickt wird. Eine systemrelevante Bank könnte Schwierigkeiten haben, einen kurzfristigen Margin Call fristgerecht zu bedienen. An dieser Stelle ist eines zwingend klarzustellen. Es gibt bis zu diesem Moment keine offizielle Bestätigung eines Zahlungsausfalls. Doch Finanzkrisen beginnen fast nie mit Pressekonferenzen. Sie beginnen leise, mit steigenden Risikoaufschlägen, mit Zurückhaltung im Interbankenmarkt, mit ungewöhnlichen Bewegungen in Märkten, die normalerweise als langweilig gelten. Und genau diese Muster waren heute Morgen sichtbar. Um zu verstehen, warum allein dieses Szenario ausreicht, um Nervosität auszulösen, muss man die Mechanik von Hebelgeschäften verstehen. Wer mit geliehenem Kapital arbeitet, handelt nicht nur gegen den Markt, sondern permanent gegen die Zeit. Sicherheiten müssen jederzeit verfügbar sein. Und wenn sich ein Markt schnell und aggressiv bewegt, wie aktuell der Silberpreis, der in kurzer Zeit stark anzieht, schrumpft dieses Zeitfenster auf Minuten. In solchen Momenten zählt nicht die Größe einer Bank. Es zählt nicht, wie viele Billionen an Vermögenswerten sie verwaltet. Es zählt ausschließlich, wie viel sofort verfügbare Liquidität sie mobilisieren kann. Bargeld ist in einem Margin Call keine Option unter vielen. Es ist die einzige akzeptierte Währung. Alles andere verliert in diesem Augenblick seine Bedeutung. Genau hier liegt das strukturelle Risiko des modernen Bankensystems. Großbanken sind reich an Vermögenswerten, aber arm an unmittelbarer Liquidität. Immobilien, Beteiligungen, komplexe Finanzinstrumente, all das besitzt bilanziellen Wert, lässt sich jedoch in Stressphasen nur mit massiven Abschlägen veräußern. Wenn mehrere Märkte gleichzeitig unter Druck geraten, zerbricht diese Illusion von Stabilität schneller als viele erwarten. Sollte ein Margin Call nicht rechtzeitig bedient werden, greifen automatisch die Regeln der Clearingstellen. Das ist kein Ermessensspielraum, sondern eine fest verankerte Verpflichtung. Positionen werden liquidiert, Risiken neutralisiert, unabhängig vom Preisniveau. Diese Prozesse folgen keiner Einschätzung, keinem Bauchgefühl, keiner Rücksicht. Sie sind mechanisch. Algorithmen handeln nicht vorsichtig. Sie handeln kompromisslos. Im Silbermarkt ist diese Mechanik besonders heikel. Der überwiegende Teil des Handels findet nicht mit physischem Metall statt, sondern mit Papierkontrakten. Das physische Angebot ist begrenzt, die Anzahl der finanziellen Ansprüche darauf theoretisch nicht. Wenn große Short-Positionen unter Zwang geschlossen werden müssen, entsteht ein Kaufdruck, der sich fundamental von normaler Nachfrage unterscheidet. In einem solchen Umfeld kaufen Marktteilnehmer nicht, weil sie überzeugt sind, sondern weil sie gezwungen werden. Und andere Akteure erkennen diesen Zwang, lange bevor er öffentlich sichtbar wird. Sie positionieren sich davor, nicht aus Emotion, sondern aus Logik. Preise bewegen sich dann nicht mehr graduell, sie springen. Besonders kritisch wird die Lage durch die enge Vernetzung der Großbanken untereinander. JP Morgan gilt als einer der zentralen Knotenpunkte im globalen Derivate- und Reposystem. Fällt an dieser Stelle Vertrauen weg, betrifft das nicht einen einzelnen Markt, sondern das gesamte Gegenparteiennetzwerk. Steigende Reposätze und Zurückhaltung bei Übernachtkrediten gelten historisch als frühe Warnsignale genau solcher Spannungen.
Parallel dazu verdichten sich Hinweise auf außergewöhnliche Aktivitäten auf regulatorischer Ebene. Enge Abstimmungen, kurzfristige Gespräche, erhöhte Aufmerksamkeit. Solche Treffen sind nicht automatisch ein Zeichen für einen Kollaps, aber sie sind ein klares Signal dafür, dass Risiken nicht mehr als theoretisch betrachtet werden. Die politische Entscheidung in solchen Phasen folgt fast immer demselben Muster. Entweder man lässt Marktmechanismen vollständig wirken, mit allen Konsequenzen, oder man stabilisiert das System durch Liquidität, Garantien und Eingriffe. Historisch wurde nahezu immer der zweite Weg gewählt. Die Kosten dafür zeigen sich selten sofort, sondern zeitverzögert in Kaufkraftverlust und schwindendem Vertrauen. Für Privatanleger ist diese Gemengelage besonders sensibel. Bankeinlagen sind kein Eigentum im klassischen Sinne, sondern Forderungen gegenüber der Bank. In Extremszenarien erlaubt die Gesetzgebung sogenannte Bail-ins, bei denen Einlagen zur Stabilisierung herangezogen werden können. Das ist keine Spekulation, sondern geltender Rechtsrahmen. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob ein einzelnes Gerücht bestätigt wird. Die entscheidende Frage ist, wie stabil ein System wirklich ist, das bereits durch die Möglichkeit eines solchen Ereignisses unter Stress gerät. Und was das für Vermögenswerte bedeutet, die kein Gegenparteirisiko tragen. Der Markt reagiert bereits. Silber und Gold zeigen deutliche Bewegungen, Risikoassets geraten unter Druck. Ob wir den Beginn einer größeren Kettenreaktion erleben oder lediglich eine temporäre Stressphase, lässt sich aktuell nicht sicher sagen. Aber historisch markieren genau solche Phasen Wendepunkte. Was denkt ihr? Übertreiben die Märkte erneut oder erleben wir gerade einen Moment, der später als Warnsignal in die Bücher eingehen wird? Schreibt eure Einschätzung in die Kommentare. Wenn ihr verstehen wollt, wie diese Mechanismen funktionieren, warum sie immer wieder auftreten und was sie über unser Finanzsystem aussagen, dann seid ihr hier richtig. Bei Das Finanzarchiv analysieren wir nicht die Schlagzeilen, sondern die Strukturen dahinter. Unser Ziel ist es, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Analyse zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Wichtiger Hinweis: Die Inhalte dieses Kanals, das Finanzarchiv, dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Sie stellen keine Finanzberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten dar. Alle dargestellten Szenarien und Analysen sind theoretischer Natur und dienen der Einordnung finanzieller Zusammenhänge. Investitionsentscheidungen sollten stets auf Grundlage eigener Recherchen oder nach Konsultation eines unabhängigen professionellen Beraters getroffen werden. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Konsequenzen übernommen, die aus der Nutzung dieser Inhalte entstehen.